Ich bin aber unschuldig. Dennis, wenn Sie sich schuldig Wie oft bekennen... soll ich Ihnen noch sagen, dass ich... Ich weiß, dass Sie diesen Vorschlag schon abgelehnt haben. Aber es würde Ihnen mildernde Umstände bringen und Sie wären noch nicht mal vorbestraft. Das hat mir Dr. Pohl bereits erklärt und ich habe Nein gesagt. Die Einzige, die auf dich wartet, das bin ich. Wir müssen noch deinen Geburtstag nachfeiern. Und das ist dein Geschenk. Ich sehne mich so nach dir. Aber ich habe den Eindruck, dass du dich gar nicht auf unser Wiedersehen freust. Wer Sie auch immer sind, Sie sind mit Sicherheit nicht Nils Petersen. Sie haben sich verwählt. Aber erklären Sie Dennis doch mal, warum Ihr Anwalt diese erstaunliche Taktik vorschlägt. Wieso hat Ihr Anwalt Dennis geraten, sich schuldig zu bekennen? Fragen Sie Dr. Pohl. Ich habe damit nichts zu tun. Ach, wirklich? Ihre Unterstellungen sind lächerlich. Ich bin es doch gewesen, die sich die ganze Zeit um Dennis gekümmert hat. Nicht schwer zu verstehen, weshalb. Jetzt reicht's. Kapierst du denn überhaupt nicht? Lass es gut sein. Vielen Dank für deinen Tipp. Und dass du dir extra wegen mir solche Mühe gemacht hast, aber jetzt geh bitte. Dennis, hier ist was faul. Schluss damit. Rede nie wieder in diesem Ton mit Frau Schneider. Und spar dir deine Verleumdungen. Oh Mann, wie lange wollte ich den schon mal fahren? Mein Ferrari, mein Traumwagen. Wusstest du das etwa? Und wenn? Dann wüsste ich gern von wem. Es muss wohl ein ziemlich guter Freund gewesen sein, denn es war auch ein ziemlich guter Tipp, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Ich finde, du hast jetzt genug gestaunt. Starte doch mal. Weißt du, wie schnell der fährt? Mit seinen 500 PS erreicht er eine Spitzengeschwindigkeit von 320 km/h. Er beschleunigt von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden. Ich wollte mit dir kein Autoquartett spielen. Ich wollte eine Spritztour machen. Okay, Baby, dann halte ich mal gut fest. Für 1000 Meter braucht er nämlich genau 22 Sekunden. Prima, dann sind wir rechtzeitig wieder zurück. Rechtzeitig zu was? Na, um deinen kleinen Liebling hier wieder abzugeben. Abzugeben? Ich dachte, das wäre ein Geschenk. Leider nicht. Da wirst du wohl mit mir Vorlieb nehmen müssen. Also wenn wir jetzt losfahren, dann kann ich für keine Rückkehr mehr garantieren. Ich war schon immer für volles Risiko. Oh Mann, hörst du den Sound? Der ist nicht zu überhören. Also dann. Haben Sie Barbara die Liebesgrüße aus der Irrenanstalt schon vorgespielt? Ja, wie besprochen. Und wie gefällt dir die Aussicht, Ihren Ex-Geliebten bald wiederzusehen? Die gnädige Frau hat leider anders reagiert, als wir erwartet haben. Hat sie gar keine Angst bekommen? Im Gegenteil, sie war äußerst gefasst und hat sich weitere Anrufe verbeten. Kein Anflug von Panik? Gar nichts? Es ist mir selbst ein Rätsel. Vielleicht hat sie herausgefunden, dass wir hinter der ganzen Sache stecken. Das glaube ich nicht. Ich war jedes Mal mehr als vorsichtig. Was Sie glauben, interessiert mich nicht. Ich will Fakten. Also finden Sie gefälligst heraus, warum Barbara plötzlich so selbstsicher ist. Ich tue mein Bestes. Ich erwarte aber, dass Sie mehr tun. Folgen Sie auf Schritt und Tritt. Ich will wissen, was los ist. Warum hat Ihr Anwalt mir dann empfohlen, dass ich mich schuldig bekennen soll? Er wollte ein kleineres Strafmaß für Sie erreichen. Er hätte doch wissen müssen, dass man mir den Unfall gar nicht anhängen kann. Sogar Tillmann hat das herausbekommen. Ich meine, wenn man für nichts verknacken kann, welche Strafe soll sich dann verringern? Noch dazu, wo ich mit dem Unfall und der Fahrerflucht wirklich nichts zu tun habe. Ja, ich bin auch enttäuscht von diesem Pohl. Unglaublich. Dieser Typ kassiert einen Haufen Kohle für miese Arbeit. Und ich lande beinahe im Knast. Das Mandat werde ich ihm natürlich wegnehmen. Und ich suche einen anderen, besseren Anwalt für Sie. Danke, nicht nötig. Ja, aber Sie brauchen einen. Vielleicht wird doch Soweit noch wird es gar Anklang. nicht erst kommen. Vorher finde ich den wahren Schuldigen. Und ich weiß auch schon wie.
Ich liebe diesen Song. Das gibt's doch gar nicht. Das ist mein absolutes Lieblingslied. Echt? Wusstest du das? Nee, keine Ahnung. Es ist nur zufällig auch mein absolutes Lieblingslied. Dann stehen wir auf dieselbe Musik. Und auf dieselben Autos. Danke nochmal. Die Fahrt mit dem Wagen hier ist echt ein super geiles Geburtstagsgeschenk. Es ist grün. Ach so, ja, klar. Sie glauben, ich bin verrückt. Sagen Sie es doch gleich. Sie glauben, ich bin durchgedreht. Nein, natürlich nicht. Aber es wäre möglich, dass die Erinnerung an Nils Petersen tiefer und fester in Ihrem Bewusstsein verankert ist, als wir bisher angenommen haben. Und was bedeutet das jetzt? Sie haben die Erlebnisse mit Petersen nicht verarbeitet, sondern nur ins Unterbewusstsein verdrängt. Aber ungelöste Konflikte und Ängste lassen sich nicht dauerhaft unterdrücken. Bei Ihnen führt das jetzt dazu, dass Sie Dinge ganz real erleben, obwohl sie nicht real sind. Mit einem Wort, ich fantasiere. Ich würde eher sagen, dass Sie über ein relativ gesundes Unterbewusstsein verfügen, das rege daran arbeitet, diese Ängste zu bewältigen. Wie lange wird es dauern, bis ich das alles verarbeitet habe? Das ist schwer zu sagen. Die Psyche nimmt sich die Zeit, die sie braucht. Die Präsentation meiner neuen Kollektion steht bevor. Ich kann nicht einfach ausfallen. Dann lassen Sie uns mit der Arbeit beginnen. Was schlagen Sie vor? Im Bereich der Traumabehandlung hat sich Hypnose als sehr hilfreich erwiesen. Hypnose? Dabei werden Sie in einen Trancezustand versetzt und ich vermittle Ihrem Unterbewusstsein Befehle, damit Sie Ihren nächsten traumatischen Schub besser kontrollieren können. Na, endlich. Wo bleiben Sie denn? Schneller ging's leider nicht. Was haben Sie denn rausgefunden? Frau von Einstetten ist in Behandlung eines Psychotherapeuten. Barbara geht zu einem Seelenklempner? Wirklich interessant. Wie wollen wir diese Frau in den Wahnsinn treiben, wenn ein Arzt genau das verhindert? Ich gebe niemals auf, merken Sie sich das. Es gibt immer Möglichkeiten. Die Behandlung zeigt anscheinend jetzt schon die ersten Erfolge. Der Psychotherapeut versteht wohl sein Handwerk. Wie sagten Sie, heißt der Therapeut? Krohr. Klaus Krohr? Ja? Sie kennen ihn? Vor ein paar Jahren kannte den jeder. Gut, dass du da bist. Was gibt's denn? Ich war beim Therapeuten. Er hat mir vorgeschlagen, mich unter Hypnose zu behandeln. Und wo ist das Problem? Ach, Gero, Hypnose. Ich weiß nicht. Was spricht denn dagegen? Ja, wenn ich nicht weiß, was um mich herum passiert, dann fühle ich mich so ausgeliefert. Wenn man in Trance ist, dann Ja, weiß dann man nicht... tut man Dinge, die man gar nicht will. Das sind doch Schauermärchen. Ja, ich fühle mich nicht wohl bei diesem Gedanken. Also, Hypnose ist eine anerkannte Therapieform. Bei einem guten Therapeuten kann dir gar nichts passieren. Wer bringt denn diese Behandlung überhaupt irgendwas? Sie kann gute Erfolge erzielen. Aber du solltest keine Wunder erwarten. Es ist nur ein Weg von vielen. Du meinst, ich soll das ausprobieren? Wenn du deinem Psychotherapeuten vertraust, dann ja. Aber du musst dir ganz sicher sein. Überlegst dir in Ruhe und schlaf eine Nacht drüber. Hm? Das wird das Beste sein. Dieser Dennis will jetzt auf eigene Faust herausfinden, wer den Unfall verursacht hat? Er engagiert einen Privatdetektiv. Das hast du ihm doch schon mal ausgeredet. Ja, diesmal hatte ich keinen Erfolg. Er ist wild entschlossen. Nicht auszudenken, wenn so ein Schnüffler die Wahrheit ans Licht zerrt. Kann sich Dennis so einen Detektiv überhaupt leisten? Clarissa, wenn rauskommt, dass ich Patrick Bockmann angefahren habe, wandere ich ins Gefängnis. Die Galerie muss ich zumachen. Ich bin erledigt. Wenn du dich an meine Anweisung gehalten hättest, dann wäre die ganze Sache schon längst erledigt. Aber du und deine Gewissensbisse. Dennis hätte ja das Schuldgeständnis auch unterschrieben, wenn sich nicht wieder dieser Priester eingemischt hätte. Er hat ihn beeinflusst. Der ist eben klüger als du. Clarissa, bitte. Du musst mir helfen. Du weißt, was davon abhängt. Zuerst müssen wir Zeit gewinnen. Und
Dann ist Dennis weg. Also bei aller Begeisterung. Aber das ist ein 82er Bordeaux, den trinkt man nicht wie Cola. Oh Mann, du bist immer noch dieselbe Zicke wie damals, als ich dich kennengelernt habe. Was soll das denn heißen? Dass ich dich damals zum Kotzen fand. Oh, danke. Ich fand dich aber auch nicht gerade toll. Weißt du noch, wie ich mein Armband verloren habe und dachte, du hättest es geklaut? Klar weiß ich das. War echt eine beschissene Zeit damals. Ja, es tut mir auch leid, dass ich dich zu Unrecht beschuldigt habe. Ja, nicht deshalb war es beschissen. Ich habe damals viel Mist gebaut. Ich wusste einfach nicht, wo es lang geht. Weißt du es denn jetzt? Ich glaube schon. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben etwas gefunden, das ich wirklich will. Ein großer Traum. Und der wäre? Ich lerne fliegen. Du lernst was? Naja, ich will Pilot werden. Ich hätte mal wieder Lust, in die Oper zu gehen. Was meinst du? Ja, warum nicht? Eine gute Idee. Gibt's Probleme bei deiner Präsentation? Nein. Nein, warum fragst du denn? Weil du so abwesend bist. Ach Gott, entschuldige bitte, ich war nur in Gedanken. Ich bin froh, dass du den Stress der vergangenen Woche so relativ unbeschadet überstanden hast. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass du es ohne Hilfe nicht schaffst. Ach, mach dir doch keine Sorgen. Es geht mir richtig gut. Also, ich kümmere mich dann um alles, ja? Ja, okay, ciao. Bis bald. Frau Gräfin, Telefon für Sie in der Bibliothek. Ja, ich komme. Entschuldige bitte. Wer ist es denn? Ein Herr Kromer. Er sagt, er müsste Sie dringend sprechen, privat. Ich habe Sie doch ausdrücklich gebeten, mich nicht zu Hause anzurufen. Bitte entschuldigen Sie, aber ich dachte, es ist in Ihrem Interesse. Es geht Ja. um die Hypnosetherapie. Ja, was ist damit? Für morgen ist kurzfristig ein Termin frei geworden. Soll ich den für Sie reservieren? Ist es denn nicht ein bisschen aussichtslos? Was? Na, deine Berufswahl, Pilot. Warum nicht? Ich will einfach nur fliegen. Aber du hast doch gar nicht das nötige Kleingeld für so eine Ausbildung. Ich arbeite dafür. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass du mit deinen beiden Aushilfsjobs genug Geld verdienst, um dir eine Pilotenausbildung leisten zu können. Das ist doch albern. Albern? Das denkst du? Ja, das schaffst du nicht. Überleg doch mal. Wie gut, dass du keine Probleme mit Kohle hast, was? Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Doch, genau darum geht es. Wenn du etwas willst, dann kaufst du es. Du weißt doch gar nicht, wie das ist, wenn man für etwas arbeiten muss. Quatsch, darum geht's hier überhaupt nicht. Du kapierst es einfach nicht, was es heißt, sich einen Traum zu erfüllen. Weißt du was? Ich wette, du hast nicht mal einen. Natürlich habe ich einen. Ach ja? Und? Wie sieht er aus? Ist doch egal, jedenfalls spinne ich nicht rum. Das Einzige, was du kannst, ist doch shoppen gehen und fremdes Geld ausgeben. Das ist ja wohl immer noch besser, als nach den Sternen zu greifen oder sich mit drittklassigen Jobs über Wasser zu halten. Tust mir echt leid. Bitte schön. Danke. Ist das Essen schon fertig? Ja, schau mal nach. Das Problem ist, dass ich an Dennis nicht mehr so richtig rankomme, seitdem er bei dieser Charlie Schneider rumhängt. Ich glaube auch nicht mehr wirklich daran, dass er mich angefahren hat. Aber andererseits, wer war es dann? Dennis jedenfalls nicht. Warum um Himmels Willen bist du dir so sicher? Ich bin einfach fest davon überzeugt. Hi. Das ist ja eine Überraschung. Ich denke, du hast Hausverbot. Ist ja okay. Ich bin gleich wieder weg. Ah, so. Danke. Dennis, bleib so lange du willst. Okay? Schönen Abend noch. Tschüss. Es tut mir leid wegen heute Mittag. Ich war ganz schön ruppig. Ja? Na, schon okay. Nein, ohne dich hätte ich ziemlich Mist gebaut. Ich wollte mich nochmal dafür bedanken, dass du mich davon abgehalten hast.
Na, schließlich bin ich fest davon überzeugt, dass du unschuldig bist. Da lasse ich dich doch das Gegenteil unterschreiben. Du und die Schneider, ihr seid die einzigen, die ich noch hab. Niklas. Hallo. Ist Patrick da? Der ist da, das ist oben. Hat Besuch aber. Dennis, mit Frau Schneider. Ich vertraue ihr. Genauso wie ich dir vertraue. Trotzdem. Ihr zwei seid die einzigen, auf die ich mich noch verlassen kann. Ich möchte nicht, dass du sie schlecht machst. Umgekehrt möchte ich das auch nicht. Also Schluss damit, ja? Zwing mich nicht, mich für einen von euch beiden zu entscheiden. Dann ist ja alles klar. Nichts ist klar. Lass es klingen. Hallo? Ja. Oh, endlich. Ich dachte schon, ein neues Handy tut's nicht. Ich muss dringend mit dir sprechen. Kathi. Hanno, was gibt's denn? Du klingst ja, als sei dir eine Riesenlaus über die Leber gelaufen. Ja, genau. Und die hat auch einen Namen. Kathi von Sterneck. Tut mir leid, dass ich so spät noch anrufe. Was ist denn passiert? Diese Frau, die ist auch einfach unmöglich. Wieso hat er kein gutes Haar an dir gelassen? Weil er spinnt. Ich wollte ihn einfach nur auf den Boden der Realität wieder zurückholen. Er flippt gleich aus. Kann es nicht sein, dass du ihn dabei vielleicht ein wenig von oben herab behandelt hast? Kathi hat es bestimmt nicht gehässig gemeint. Doch, hat sie. Weil sie total voreingenommen ist. Ach, für die passt es doch einfach nicht ins Bild, dass jemand wie ich fliegen lernen will. Hey, ist das die heimliche Leidenschaft, von der du nie reden wolltest? Ja, aber wenn er dir schon so ein Geheimnis anvertraut, dann kannst du ihm doch nicht vorrechnen, wie teuer das ist. Das ist ja wohl noch lange kein Grund, ausfallen zu werden. Der Typ hat überhaupt keine Manieren. Ach, jetzt übertreibst du aber. Okay. Kathi reagiert manchmal bestimmt nicht unbedingt sensibel, aber... Heino, komm. Eigentlich hast du sie doch ganz gern. Hm? Von wegen, die kann mir gestohlen bleiben. Nein, aber in der letzten Zeit habt ihr euch doch ganz gut verstanden. Ja, genau das war mein Fehler. In Zukunft will ich mit dem nichts mehr zu tun haben. Ich melde mich später nochmal. Bin ich froh, dass wir diese ganzen Sachen hinter uns haben. Furchtbar. Sehen Sie jetzt bitte nur auf dieses Pendel. Sehen Sie, wie es hin und her schwingt. Das Pendel macht Sie langsam müde. Sie werden sehr müde. Ihr Körper wird warm und müde. So müde, Sie möchten nur noch schlafen. Tief und fest. Jetzt schlafen Sie. Sie wachen erst wieder auf, wenn ich von 5 an rückwärts gezählt habe und bei 1 angelangt bin. Und jetzt erzählen Sie mir, was Sie am letzten Montagvormittag gemacht haben. Ich bin in der Schneiderei und kontrolliere die Näharbeiten für die Abendkleider. Danach habe ich eine Besprechung bis zum Mittagessen. Gut. Jetzt gehen Sie in Gedanken in der Vergangenheit zurück. Immer weiter und weiter, bis Sie sich an Nils erinnern. Was sehen Sie? Er ist im Stall, er winkt. Jetzt kommt er auf mich zu. Er lacht, er küsst mich. Barbara, Sie erinnern sich jetzt daran, wie Nils Sie in den Keller bringt. Was sehen Sie? Ich kann nichts erkennen. Meine Augen sind verbunden. Ich trage Handschellen. Er führt mich in einen Raum. So. Jetzt darfst du gucken. Und? Gefällt's dir? Ich habe mir solche Mühe gegeben. Was ist das hier? Das hier, das ist dein neues Zuhause. Oder besser unser Zuhause. Dennis, noch Kaffee? Ja, gern.
Danke. Ich habe auch noch was für Sie. Was ist das? Machen Sie es auf. Eine Anmeldebestätigung für das Kunstmanagement-Seminar in Berlin. Auf meinen Namen. Woher wussten Sie, dass ich dahin wollte? Ich kenne Sie eben besser, als Sie denken. Aber es war doch ausgebucht. Ausgebucht existiert in meinem Wortschatz nicht. Wie komme ich zu der Ehre? Quasi als Entschuldigung dafür, dass mein Anwalt Sie so schlecht beraten hat. Aber das war seine Schuld. Dafür müssen Sie doch nichts wieder gut machen. Möchte ich aber. Bitte nehmen Sie es an. Wenn Sie wirklich meinen. Das Seminar interessiert mich sehr. Toll. Ihr Flieger geht heute Mittag. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann nicht fliegen. Ich habe morgen diesen Termin mit dem Detektiv. Dennis, das Seminar wartet nicht auf Sie. Jetzt fliegen Sie erst mal nach Berlin. Ihren Detektiv können Sie immer noch treffen. Ich habe eine viel bessere Idee. Sie treffen sich mit ihm. Ich? Ja, Sie wissen über alles genauso gut Bescheid wie ich. Also können Sie ihm auch erklären, was er tun soll. Ich vertraue Ihnen. Dann kann ich mich ganz auf das Kunstseminar konzentrieren. Also dann, okay? Vielen, vielen Dank. Ach so. Die Karte des Detektivs. Ich gehe dann schon mal packen. Ich bin festgekettet an das Heizungsrohr. Ich komme nicht los. Es tut so weh. Mach doch diese Dinger los. Der Jäger von den Schmetterling hat so Was von sind ihm das betört. für Worte? Das ist das Gedicht von Nils. Er sagt es immer wieder. Ich halte es nicht aus. Ruhig, ganz ruhig. Sie sind in Sicherheit. Nils kann Ihnen nichts anhaben. Jetzt kommt er auf mich zu. Jetzt kommt. Nein, nicht.